Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Agnes. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt 31 Jahre alt und es gibt einige Sachen, die ich gerne schon begriffen oder gewusst hätte mit 21. Und wenn ich diese Sachen damals schon kapiert hätte, dann wäre mein Leben beziehungsweise dann wären die letzten 10 Jahre um einiges einfacher gewesen. Ich bin super glücklich mit dem Punkt, wo ich jetzt an meinem Leben bin. Aber warum nicht die Lektionen weitergeben und vielleicht kann ich dem einen oder anderen von euch damit auch helfen. Okay, legen wir los und starten mit 10 Sachen, die ich super gerne mit 21 kapiert hätte. Erstens, du kannst deine Fitness steigern. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Gefühl und den Glaubenssatz, dass ich eine gewisse körperliche Konstitution habe und an der nicht so richtig was ändern kann und dass ich niemals auf ein Fitnesslevel kommen werde, auf dem ich andere Personen gesehen habe, Freunde von mir. Es ist ja nun mal so, dass sich die meisten Personen von Natur aus mehr oder weniger schwer oder leicht tun mit gewissen Sachen. Für mich war das Rennen immer super schwer. Also Rennen im Sinne von Joggen zum Beispiel. Das lag mir nie. Und aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass ich daran überhaupt nichts ändern kann. Ich habe mir selbst immer wieder gesagt, ich habe halt ein schwaches Herz, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Und ich sollte es einfach lassen. Ja, und daraus ist natürlich gefolgt, dass ich es einfach gelassen habe und die letzten 10 Jahre nicht wirklich an meiner Ausdauer gearbeitet habe. Und erst kürzlich habe ich festgestellt, dass ich sehr wohl Ausdauer aufbauen kann und dass ich sehr wohl sogar Spaß am Joggen finden kann. Und ich habe begriffen, dass andere Dinge in meinem Leben meinen Körper davon abgehalten haben, Ausdauer aufzubauen. In meinem Fall war das der Konsum von zu viel Zucker. Außerdem habe ich irgendwann festgestellt, dass mein ganzer Brustkorb total verspannt war und ich deswegen nicht tief atmen konnte. Dadurch habe ich nicht richtig gut Luft bekommen und ohne richtig Luft zu bekommen, ist Joggen natürlich super unangenehm und anstrengend und man hat echt das Gefühl, man stirbt dabei. Aber seitdem ich gezielt Übungen mache, meine Faszien lockern und auch keinen Zucker mehr esse, klappt es wie von selbst. Soll natürlich nicht heißen, dass es nicht auch Einschränkungen gibt, die einzelne Personen davon abhalten, gewisse Sachen umzusetzen. Aber ich war einfach mit 21 der Meinung, dass ich mit einer gewissen Ausdauer auf die Welt gekommen bin oder mit einer gewissen Veranlagung für Sport und dass ich da nichts verbessern kann. Oder nur in ganz geringem Maße. Und es stimmt einfach nicht. Und ich wünschte, ich hätte mich mit 21 mehr angestrengt, mehr nachgelesen, mehr recherchiert, was das wirklich beeinflusst und hätte schon mit 21 angefangen, an meiner Ausdauer zu arbeiten. Dann wäre ich nämlich jetzt schon an einem ganz anderen Punkt. Zweitens. Quality over Quantity. Das Konzept ist definitiv nicht neu und die meisten von euch kennen es wahrscheinlich und versuchen es vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise in ihrem Leben umzusetzen. Sei es durch einen minimalistischeren Ansatz, zum Beispiel bei Kleidung, sei es durch gesunde Bio-Lebensmittel und dafür irgendwie nur gezieltere Käufe oder sei es ausgewählte Zeit nur mit den besten Freunden zu verbringen. Aber ich hatte mit 21 noch so das Mindset, dass man einfach möglichst viel auf einmal machen will. Und das hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Ich hatte einen vollen Kleiderschrank. Insgesamt habe ich einfach alle möglichen Sachen gekauft, auch für alle möglichen Hobbys. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber ohne in die einzelnen Sachen wirklich tief einzutauchen. Zum Beispiel habe ich mich inspiriert gefühlt von einer gewissen Stilrichtung, sei es Einrichtung oder Kleidung. Habe dann eine Sache gekauft, die dahingestellt oder angezogen mit meinen anderen Klamotten und es hat einfach alles nicht zusammengepasst. Es wäre viel, viel sinnvoller gewesen, sich vorher Gedanken zu machen, was gefällt mir wirklich, was will ich wirklich und dann dem Ganzen auch eine Chance zu geben, also langfristig in eine Richtung zu gehen und zu gucken, okay, wie entwickelt sich das, wie fühle ich mich damit. Und nicht nur irgendwie einen Schnipsel sich rauszupicken und zu probieren und dann zu sehen, so, irgendwie passt das nicht zum Rest und am Ende vor einem riesen Schnipselhaufen zu stehen, sozusagen, um mal bildlich zu sprechen. Ich hätte mir nicht nur einige Fehlkäufe, sondern auch viel von meiner kostbaren Lebenszeit sparen können, wenn ich mir vorher mehr Gedanken gemacht hätte und mehr auf Qualität geguckt hätte, statt auf Quantität. Drittens, Scheiß auf Karriere. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber am Ende habe ich mich sehr davon beeinflussen lassen, was die deutsche Gesellschaft als den besten und richtigen Weg für junge Personen ansieht. Habe mich für ein BWL-Studium entschieden, einfach aus dem Hintergrund, weil ich sehr viel Angst davor hatte, arm zu sein und auf keinen Fall ohne Geld dastehen wollte oder in einem schlecht bezahlten Job. Turns out, das BWL-Studium hat mich nicht wirklich glücklich gemacht.
Ich habe zwar innerhalb des BWL-Bereichs dann eine Tätigkeit gefunden, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich das Arbeiten im Personalwesen, aber jetzt bin ich hauptberuflich Influencer und wohne in Südamerika. Entsprechend, ja, habe ich mich da sehr auf etwas eingeschossen, was jetzt kein Teil mehr meines Lebens ist. Im Endeffekt hätte ich viel lieber was anderes studiert, aber ich habe mich zu sehr von dem beeinflussen lassen, was die Gesellschaft als ganz klar kugelsicheren Weg dargestellt hat. Ich kenne so viele Leute, die nach der Schule erstmal einen Berufsweg eingeschlagen haben, in die Richtung, die die Eltern zum Beispiel gut fanden oder eben durch gesellschaftliche Werte sozusagen beeinflusst wurden und nach ein paar Jahren dann einen kompletten Karrierewechsel hingelegt haben in irgendeinen komplett anderen Bereich und jetzt super, super happy sind. Und deswegen, wenn ich nochmal 21 wäre, ich wünschte, ich hätte die Eierstöcke, um einfach direkt dem nachzugehen, was mir Spaß macht. Das wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht unbedingt YouTuber gewesen, sondern irgendwas ganz anderes. Vielleicht wäre es was mit Kunst gewesen. You never know. Ich habe auch jetzt nicht wirklich hart Feelings über meinen Lebensweg, weil ich, wie gesagt, sehr glücklich bin, da wo ich jetzt stehe. Aber ich glaube, ich hätte mir einige Sachen ersparen können, wenn ich mich da ein bisschen frei gemacht hätte. Viertens, arbeite an deinen Traumata, damit sie die Macht über dich verlieren. Traumata ist ein sehr hartes Wort, das habe ich jetzt bewusst gewählt, um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Aber was ich im Endeffekt damit meine, fängt an bei gewissen Glaubenssätzen, die jetzt nicht so super hart verwurzelt sind, bis hin zu wirklich traumatischen Erlebnissen, die einen wirklich belasten, die vielleicht für psychische Störungen sorgen und die man mit Hilfe von Psychologen oder ärztlicher Hilfe irgendwie unter Kontrolle kriegen muss. Ich befand mich in meinem Leben irgendwo in der Mitte zwischen diesen zwei Extremen, aber ich habe ganz, ganz lange vermieden, daran zu arbeiten, weil ich einfach dem Ganzen aus dem Weg gehen wollte. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wie viel Einfluss diese Erlebnisse auf unser Leben haben, ohne dass es uns wirklich bewusst ist. Irgendwo im Hinterkopf haben wir noch diese Erinnerungen und die beeinflussen unser Denken, die beeinflussen unsere Entscheidungen, die beeinflussen, welchen Partner wir wählen, die beeinflussen, wie wir mit Geld umgehen. Und wir definieren uns viel zu sehr über diese Erlebnisse. Wenn wir uns dazu entschließen, daran zu arbeiten, dann wird der Einfluss, den diese Erlebnisse auf unsere Entscheidungen haben, immer kleiner und wir werden immer freier mit unseren Entscheidungen. Bei mir traf das vor allen Dingen zu auf Beziehungen. Da konnte ich mich Gott sei Dank relativ früh von frei machen und bin sehr glücklich mit der Wahl meines Partners. Aber es hat mich auch betroffen, sehr stark im Bereich Finanzen, weil ich sehr stark davon beeinflusst wurde, wie meine Eltern mit Finanzen umgegangen sind. Das Ganze habe ich jetzt ziemlich gedreht und bin jetzt auch finanziell bei einem viel, viel besseren Punkt angekommen und ich bin so froh. Aber natürlich hätte ich das noch ein paar Jahre früher angefangen, dann wäre mein finanzielles Polster jetzt entsprechend natürlich noch größer. Das heißt, wenn ihr noch jung seid und ihr habt das Gefühl, dass da irgendwas in euch schlummert, irgendeine Angst da ist, die eure Entscheidungen beeinflusst, dann stürzt euch drauf. Einer meiner Lieblingssprüche ist Run at your problems. Denn damit könnt ihr die viel, viel schneller aus dem Weg räumen und euch sozusagen die Bahn frei machen. Oh, so viele Metaphern heute, was ist da los? Fünftens, eine Sache, die extrem wichtig ist zu verstehen. Und zwar geht es um Krankheiten und körperliche Einschränkungen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Sachen, die sehr stark in der Familienveranlagung liegen oder Sachen, die durch Unfälle entstehen. Und manche Krankheiten sind auch vererbt, sind seit Geburt da und man kann da nicht wirklich viel beeinflussen. Aber viele, viele Krankheiten in unserer heutigen Gesellschaft sind von uns selbst erschaffen. Viele der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, viele Diabetes-Erkrankungen, Folgen von Übergewicht, Folgen von zu wenig Bewegung und die Liste geht weiter. Ich sehe immer wieder, dass Menschen zum Arzt gehen, irgendeine Krankheit wird festgestellt, wie zum Beispiel Diabetes, und die Person fällt aus allen Wolken und denkt sich, warum hat mich das getroffen? Aber das Interessante dabei ist ja, dass man nicht eines Morgens aufwacht und Diabetes hat. Ich spreche auch hier nicht von allen Diabetestypen natürlich, sondern sehr, sehr viele Krankheiten der heutigen Zeit sind einfach Folgen von ungesunden Lebensweisen und von ungesunden Routinen, die wir jeden Tag wiederholen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, über 10, 20, 30, 40 Jahre und dann ist da auf einmal der Herzinfarkt.
Und man denkt sich, scheiße, wieso ich? Aber man hat selber die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre darauf hingearbeitet, wenn ich es mal so sagen kann. Und natürlich gibt es vielleicht auch Fälle, wo jemand einen Herzinfarkt aus heiterem Himmel hat in jungen Jahren und es nur bedingt selbst verursacht hat. Warum ich das hier anschneide, ist, weil ich wünschte, ich hätte noch früher begriffen, wie sehr ich meine eigene Gesundheit beeinflussen kann mit meinen täglichen Routinen. Und dass tägliche, kleine, schlechte Sachen tendenziell im Laufe der Jahre einen immer größeren Raum einnehmen, wenn man sich keine Mühe gibt, die Ernährung schlechter wird, die Bewegung weniger wird und man selbst diese ganzen Krankheiten provoziert. Wenn man allerdings im Alter noch gesund sein will, dann sind die 20er der Zeitpunkt, wo man anfangen muss, darauf hinzuarbeiten und die Routinen zu entwickeln, die die Voraussetzungen schaffen für ein langes, gesundes Leben. Ich habe Gott sei Dank mit Anfang 20 aufgehört zu rauchen. Das war die erste gute Entscheidung. Ein bisschen länger hat es gedauert, bis ich meinen Alkoholkonsum etwas runtergefahren habe. Und erst in diesem Jahr habe ich tatsächlich mit meinem extremen Zuckerkonsum aufgehört. Das Video kann ich euch gerne hier oben und unten mal verlinken, wenn euch die ganze Geschichte zu meiner Schokoladensucht interessiert. Aber ich habe einfach verstanden, dass ich mit diesem extremen Konsum mich wirklich jeden Tag hinarbeite zu einer chronischen Krankheit. Und es ist einfach nicht die Zukunft, die ich mir für mich gewünscht habe und es ist auch nicht die Zukunft, die ich mir für euch wünsche. Und deswegen teile ich diesen Punkt auch hier. Punkt Nummer 6. Du musst mit dir selbst alleine glücklich sein, damit du mit anderen glücklich sein kannst. Ich habe sehr viele Jahre damit verbracht, jemanden zu suchen, der mich glücklich macht, ohne alleine, Single, mit mir, allein zu Hause, ohne Freunde, ohne jemanden am Telefon, ohne jemanden in WhatsApp oder damals in MSN oder so, glücklich zu sein. Einfach happy zu sein mit der Zeit, die ich mit mir allein verbringe. Hobbys zu haben, die mir alleine Spaß machen, Bücher zu lesen, die nur mir gefallen und nicht, weil ich dann mit Freundinnen drüber reden kann, was in diesem und jenem Buch passiert ist, sondern wirklich Sachen zu haben, die nur für mich sind. Und nur wenn man alleine wirklich glücklich ist, dann kann man auch mit einer anderen Person wirklich glücklich sein. Denn eine andere Person kann niemals die Löcher stopfen, die man in sich trägt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für alle, die irgendwie strugglen, in einer Beziehung so richtig glücklich zu werden oder überhaupt eine Beziehung zu finden und eine Beziehung aufzubauen. Gilt natürlich auch für Freundschaften. Punkt 7. Verfolge deine weirden Hobbys. Was ich damit meine ist, als ich noch ein Kind war, hatte ich sehr viele Hobbys, die ich persönlich cool fand, die aber allgemein in meiner Altersgruppe nicht als besonders cool galten. Zum Beispiel war ich viel in Töpferkursen und habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte, boah, das ist schon echt ein bisschen uncool. Und jetzt bin ich 31 und ich habe Ton drüben in meinem Büro. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört zu malen, weil ich dachte, ich bin einfach nicht gut drin. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich nicht die Bestätigung anderer Menschen brauche, um meinen Hobbys nachzugehen. Niemand muss meine Bilder schön finden. Ich selber muss meine Bilder nicht mal schön finden. Es geht einzig und allein darum, dass ich Spaß daran habe, wenn ich male. Dass ich Spaß daran habe, wenn ich töpfer. Und wenn das Töpferstück, die Tasse danach undicht und hässlich ist, dann ist es halt so. Aber ich hatte in der Zeit Spaß, ich konnte mich kreativ austoben und vielleicht habe ich irgendwas gelernt, was ich später in einem anderen Lebensbereich anwenden kann. Also bitte, bitte steht zu euren Interessen, mögen sie noch so seltsam sein. Ihr wisst nie, wofür das später gut ist. Nummer 8. Chillen kannst du, wenn du alt bist. Ja, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen reißerisch, aber mit 20, Anfang 20 möchte man meistens nicht so richtig wahrhaben, dass man nicht für immer dieses Energielevel hat, was man in dem Alter hat. Klar, nicht jeder hat ein hohes Energielevel in den 20ern, aber ich an mir persönlich, und ich kenne das auch von meinen Freunden oder aus dem Bekanntenkreis, ist einfach so, dass man mit 20 oder in den 20ern einen extremen Drive hat. Mal abgesehen davon, dass man irgendwie kurze Nächte besser wegsteckt. Aber es geht nicht nur darum, dass wir körperlich im Alter etwas abbauen, sondern es geht auch um den mentalen Drive. Und der nimmt einfach bei den meisten Menschen im Alter ab. Und deswegen bereue ich so sehr jeden Tag, den ich in meinem Bett vorm Fernseher verbracht habe, ohne wirklich irgendwas anzugucken, was ich gut fand, weil damals gab es noch kein Netflix und keine Streaming-Anbieter. Ich habe damals einfach sonntags den Fernseher angeguckt und habe das geguckt, was lief, ohne dass es mich wirklich interessiert hat. Aber ich hätte genauso gut irgendwas Cooles machen können in der Zeit und habe es nicht getan, weil ich dachte, was soll's, ich habe ja noch mein ganzes Leben vor mir.
Und vielleicht stimmt es, dass ich 100 Jahre alt werde, aber ich werde halt nicht für immer diese Energie haben, neue Sachen anzufangen, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein oder sonstige Sachen zu tun. Also bitte, bitte, bitte nutzt eure Energie, geht raus, geht spazieren, geht in die Natur, geht euren Hobbys nach, trefft euch mit Freunden, wenn es das ist, was ihr möchtet. Tut irgendwas, aber sitzt nicht nur einfach rum, schaut ins Handy oder auf dem Fernseher oder in Netflix oder in sonst irgendeinen der 100 Streaming-Anbieter, die es jetzt gibt. Weil irgendwann werdet ihr in einem Alter sein, wo ihr auf nichts anderes mehr Bock habt. Nummer 9, macht die Jobs. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich vorhin erwähnt habe, man soll nicht den traditionellen Karrierevorstellungen der Gesellschaft folgen. Was ich aber damit meine ist, mach Erfahrungen. Und zwar so viele Erfahrungen wie möglich, in so vielen verschiedenen Bereichen wie möglich. Ich habe zum Beispiel einige Zeit als Barkeeperin in der Disco gearbeitet. Ich war mal Partyfotograf, ich habe mal im Café gearbeitet, ich habe mal an der Tankstelle gearbeitet. Ich habe mal bei einer TV-Sendung mitgemacht, auch wenn die dann niemals ausgestrahlt wurde. Ich habe Praktika im HR, also im BWL-Bereich gemacht. Ich habe als Tutor ehrenamtlich an der Uni Erstsemestern Uni vorgestellt und noch ein paar Sachen mehr. Und rückblickend betrachtet war das wirklich wenig. Und ich wünschte, ich hätte noch mehr Praktikas gemacht. Ich wünschte, ich wäre noch so ein bisschen mehr in irgendeine Richtung mit Natur gegangen. Ich wünschte, ich hätte mal ein Praktikum gemacht. In der Gärtnerei zum Beispiel oder bei einem Förster oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich hätte mir für mich selbst gewünscht, dass ich mehr ausprobiere, um ein besseres Bild davon zu bekommen, was mir wirklich Spaß macht. Denn Realität ist, je älter man wird, desto schwieriger ist es irgendwie auch, einen Fuß reinzukriegen, zumindest in so traditionellere Ausbildungsjobs. Und lustigerweise, die meisten von meinen Jobs, die ich früher hatte, helfen mir in irgendeiner Art und Weise heute noch. Man denkt sich erst so, okay, diesen Skill werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen, aber irgendwann kommt der Punkt und man erinnert sich an dieses eine Praktikum vor 10, 15 Jahren und dann weiß man, ah ja, das war eine gute Methode, das zu tun. Aber es geht nicht nur darum, dass man das eigene Skillset erweitert, sondern es geht wirklich auch darum, in dem Alter herauszufinden, was einem wirklich Spaß macht. Denn es kann einfach sein, dass man seine Erfüllung findet in einem Beruf, den man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen, mach die Jobs, mach sie alle. Und Nummer 10, die letzte Lektion, von der ich wünschte, ich hätte sie kapiert, als ich 21 war oder 20 oder 18 oder auch nur 16. Die einzige Person, die dich auffällt, bist du selbst. Und das klingt wieder super klischeehaft und das weiß ich. Und ihr alle habt wahrscheinlich diesen Satz schon mal gehört. Aber wisst ihr was? Der Satz ist wirklich wahr. Momentan beschäftige ich mich sehr viel damit, wo ich eigentlich hin will, karrieretechnisch, mit meinem Instagram-Account, mit meinen YouTube-Kanälen und was eigentlich so das große Idealbild wäre, was ich so eigentlich gern machen würde, wenn ich dazu in der Lage wäre. Und dreimal dürft ihr raten, dieses wenn ich dazu in der Lage wäre, das sind einfach nur Sachen, die ich mir selber sage. Ich sage mir selber, das kann ich nicht, weil irgendwie bin ich nicht hübsch genug, nicht talentiert genug. Ich bin eine Frau, ich bin nicht alt genug, ich bin nicht jung genug, bla 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 bla. Das gilt nicht nur für mich, das gilt nicht nur für das Dasein eines Influencers, sondern das gilt für jeden anderen Menschen auch. Insbesondere für Frauen, denn die sind Spezialistinnen da drin, sich selbst kleinzureden. Und deswegen hier explizit die wichtigste Lektion, wenn ihr irgendwas aus diesem Video mitnehmt, dann diese Lektion. Ihr seid die Einzigen, die euch aufhalten. Denn kein anderer hat so viel oder sollte so viel Macht über euch haben, dass er euch so dermaßen im Weg steht, dass ihr irgendein Ziel nicht umsetzen könnt. Wenn es so ist, dann solltet ihr diese Person definitiv schleunigst aus eurem Leben schmeißen. Aber wenn ihr einfach eure Denkweise ändert und einfach mal so tut, als wärt ihr euch 1000% sicher, dass es klappt, dann bin ich sicher, kommt ihr ein Riesenstück weiter. So, wow, dieses Video war super lang. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, dann erreicht dieses Video auch mehr Leute. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann!